choking on a foresight. Alright. It's a story of a ghost knowing days under low light. Yeah, you sang that, but I went down in a holy fire. It used to be love, when it used to be you who called me a liar. Since you've been giving up, dying in a holy fire. It used to be love, when it used to be you who called me a liar. Since you've been giving up. Ganz zu Anfang steht eigentlich, dass man einen Produzenten hat, dem man so weit als Künstler vertraut, dass man sein Baby oder sein Schaffen dem irgendwie ein Stück weit in die Hände legt. Da muss ein Wahnsinnsvertrauen irgendwie stattfinden, was auf jeden Fall auch auf Gegenseitigkeit beruht, ne, weil das Verhältnis Künstler-Produzent ist halt ein wahnsinnig inniges. Okay, ich brauche noch ein bisschen Snare, ich muss das zweite Snare-Mikro noch an den Start bringen, genau. Jules und ich haben uns eigentlich beim Skateboarden kennengelernt. Wir sind beide passionierte Skateboarder mit wenig Fähigkeiten, aber mit viel Passion und Feuer dahinter. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir an unsere Mammutaufgabe. Let's did it. Ja, let's did it. Let's did it. Wäre besser, wenn das schon passiert wäre. Let's did it. Geil, ja, du kannst gerne diese Donkey Kong Tom Fills dazwischen machen. Das kann Wenn nur irgendwer diese Musik mit Donkey Kong vergleicht. Donkey Kong Soundtrack. Ich wohne jetzt in Köln seit so 3 Jahren und habe noch in anderen Bands gespielt und Jules kannte mich daher. So, ne, über Social Media, also ein Kram. Und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, irgendwie einzusteigen. Oder mal, dass wir uns kennenlernen und vielleicht mal proben und so ein Kram. Und hat es ganz gut gematcht. Und wir hatten viele Gemeinsamkeiten, direkt auch so persönlich und mit anderen Leuten aus der Band auch. Und ja, dann ist dabei geblieben. Ich finde, das funktioniert einfach da tierisch gut. Und wie du es gerade gespielt hast, finde ich es auch geil. Lass uns davon ein paar machen und dann haben wir das Ding. Vielleicht, dann nehmen wir einmal den ersten Teil und den mit der Kopfstimme auf und dann können wir ja ab da dann immer weitermachen. Ja, also normalerweise, wenn wir jetzt aufnehmen, fängt der Tag eigentlich erstmal mit so 5 Litern Kaffee an. Das ist so das Normale. Das ist kein Scheiß. Erstmal mit Kaffee getrunken, bis so eine perfekte Balance aus kompletten Angstzuständen und Motivation entsteht. Und genau da passiert eigentlich immer die Magie. Ja, kann ich den Klick lauter haben? Ey Leute, ich bin gerade gegen das Ding hier gelaufen. Ich glaube, das müsst ihr wieder richtig hinstellen. Macht nichts. Meine Idee hinter dem Drum-Sound war unter anderem auch eben halt Bändchenmikrofone zu benutzen und auch halt relativ viele Raummikros zu haben, um eigentlich diesen klassischen folkigen Sound zu haben, aber in einem Kontext von einer elektronischen Produktion. Also quasi so dieses Natürliche aus dem Folk zum Teil zu nehmen. Also es gibt Folkplatten, da werden nur die Raummikros benutzt für den ganzen Drum-Sound. Da gibt es gar keine Kickdrum- oder Snare-Drum-Mics, das ist halt alles sehr räumlich. Genau, das war halt die Idee, dass wir wirklich diesen Charakter von dem Raum im Mavic-Studio einfangen. Und deswegen haben wir das Klavier auch dort im Nachhinein aufgenommen, weil das sind dann so die Elemente, die eigentlich
typisch für Folk, akustisch das Ganze so einen roten Faden ins Album reinbringen und sich halt schön in das gesamte Klangkonstrukt einbetten. Wir machen nochmal eine frische Session und probieren das einfach mal. Du spielst ohne und dann machen wir mit Klick. Ja. Judy! Wir wissen noch nicht, wo es lang geht. Parmesan ist du musst eigentlich nur streichen, aber der ist so eine hässliche Hässler- und Bassfalle. Ich wusste, das wäre Hässler. Ja, in der Mitte ist alles unterschiedlich. Da ist der erste Groove. Genau, aber mach nochmal an. Warte, ich zeig dir ganz genau, was ich meine. So ist nämlich im letzten Chorus. Hab ich auch. Aber nicht beim ersten Durchlauf. An der Geschichte mit Jules ist ganz cool, dass es ein bisschen edgy ist. So. Ne, nichts ist glatt poliert und nichts ist perfekt. Und das macht es halt auch besonders. Ne? Vor allen Dingen auf Bühnen und so wissen wir vorher nie genau, wie es endet. Natürlich kennen wir die Setlist und all so ein Kram, wissen, was wir spielen, aber die Energie ist immer ja, ganz besonders und deswegen ist immer wieder was Neues so ein bisschen oder macht immer wieder Spaß. Also finde ich alles mega. Wir können das einfach so durchrocken. Das passt so, wie du es gespielt hast. Dann können wir ja noch eine Runde Becken oder so machen. Aber ich finde... Sind wir dann fertig, oder was? Ja, das war's, Leute. Okay. Das war's. Es ist ziemlich krass geworden im letzten halben Jahr. Also wir haben wirklich jeden Tag nebeneinander gesessen, der Phil und ich. Und war wild. Looking at your summer freckle